So, geht schon wieder gut los hier. This way. Was schreit er? Scheiß Kanacke hat er geschrieben. Umgepfiffen hier. Apo! Manometer! So, geht schon wieder gut los hier. Geht schon wieder gut los hier. Ja, willkommen zurück. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein Video jetzt in diesem Jahr oder vielleicht sogar zwei. Weil ja, wir haben schnucklige 0 Grad, schönes Wetter. Und habe ich mir gedacht, fahren wir noch mal in die Stadt und machen noch mal ein kleines Video. Und ich habe mir den Altstadtring auserkoren. Momentan sind wir hier noch an den Rampen, Schnellweg. Feierabendverkehr, abends um 18 Uhr. Oder wir haben schon später eigentlich. Und ja, der Altstadtring um die Altstadt, der ist ja ziemlich problematisch. Haben auch einige auf Instagram geschrieben. Es wäre es eigentlich mal wert, den abzufahren. Gesagt, getan, mache ich das gleich mal. Dann gibt es noch ein kleines Video dieses Jahr, könnt ihr dann auf der Rolle angucken. Oder, keine Ahnung, einfach so, am Sofa, im Bett, Gott weiß wo. Jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Zack. Ja, der Altstadtring, der hat ja so seine tückischen Stellen. Bin ich mal gespannt, wie es da heute aussieht. Ich muss jetzt hier bloß mal immer über die Schulter schauen, wenn man hier über die Straße fährt. Man weiß nie, ob da jemand angeschossen kommt. Rote Ampeln sind ja auch nur noch Empfehlung, keine Pflicht. Jetzt sind wir hier im berühmt-berüchtigten Stadtteil Gostenhof mit seinen Einwohnern. So, fahren wir mal hier lang, mitten durch. Und ich würde vorschlagen, wir starten am Plärrer, an diesem weltberühmten Platz im Herzen von Nürnberg. Da geht es ja doch gleich mal den Burgberg hoch. Ja, den habe ich, wann war das? Anno 96 oder 95 habe ich den in Angriff genommen im Rahmen des Altstadtrennens. Es ging damals 8-mal um die Altstadt. Und ja, damals bin ich eigentlich sportlich überhaupt nicht unterwegs gewesen. Bin da mit dem Mountainbike angetreten. Und dann ging es 8-mal den Berg hoch, 8-mal um die Altstadt rum. Beim 5. Mal bin ich dann ausgestiegen. Völlig entkräftet. Aufgegeben. Im Anstieg, glaube ich, sogar noch. So, da vorne ist schon wieder Blaulicht. Wie soll das anders sein? Eieiei, da ist ganz schön was los. So, hier das türkisch-arabische Viertel. Ui, was war das? Der hat was verloren. Er schiebt schon, so wie ich damals. Was macht er? Er parkt. This way. Nichts passiert. So, dann gehen wir hier einmal rüber. Und dann geht's gleich los. Eieiei, was ist da passiert? Was schreit er? Scheiß Kanacke hat er geschrieben. Wie geht? Jetzt geht er mit seiner Bierdose hier komplett über die Kreuzung. Es ist schon wieder was los hier. Er hat Probleme. Na gut. Jetzt haben wir hier Unfall. Ich bin doch gerade eben noch hier entlang
Als ich nach Hause bin, da war noch nichts, so schnell geht's. Eieiei, ui, Notarzt. Ist irgendjemanden umgepfiffen hier? Naja, schnell weiter, wollen wir nicht die Schaulustigen spielen hier. So, hier sind wir schon, hier geht's links gleich auf den Ring. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal. Pure-Modus habe ich auch eingestellt, den Nachtmodus bei der Insta Ace Pro 2. Los geht's, sofern sie will. Ja. Los geht's. Da kann man überholen. Ja, ist auch ein Klassiker, auf dem Radweg stehen, aber Sie haben es gemerkt. Danke. Ja, es ist halt schwierig, ne? Alles zu vereinen. Nicht so einfach. Zumindest bei uns, woanders schon. Ja, wir haben ja noch Weihnachten. Es ist ja noch der Weihnachtsmarkt im Gange. Habe ich am letzten Video schon ein bisschen gezeigt. Vorsicht. Das ist zum Beispiel eine Stelle hier, das ist total beschissen. Hier sind Radfahrer, hier sind Fußgänger. Es ist irgendwie auch nichts so richtig gekennzeichnet, wer wo lang soll. Quasi wer zuerst kommt, mal zuerst. Muss man sich halt arrangieren. Hier ist dann eine Bepinselung wenigstens über die Pflastersteine. Hier rechts schön die Stadtmauer, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich versuche mal die Kamera irgendwie zu drehen. Ich habe sie ja hier umgeschnallt. Vorne thront die Kaiserburg zu Nürnberg, schön beleuchtet. Da werden wir jetzt, glaube ich, hochfahren. Sieht sehr schön aus am Abend. Darum bin ich jetzt auch gefahren bei Dunkelheit, weil es einfach sehr schön aussieht, wenn die beleuchtet ist. Hier riecht es schon wieder irgendwie nach Gras. Kommt hier aus dem Burggraben, wird kräftig geraucht. Ja, das ist wie es ist. Ne? So, Achtung, rot, grün, grün. Und hier geht's weiter. Ja, das ist sehr abenteuerlich hier über die Pflastersteine, über den Gehsteig. Wohler würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt hier unten rechts den Burggraben fahren könnte. Hier kommen die E-Roller. Einmal hier um den Mast rum. Ja, und hier stehen sie. Muss man wieder klingeln. Ja, besser wäre es hier unten zu fahren, aber hier ist dann keine Brücke. Hier ist dann einfach mal die Pegnitz, die den Burggraben unterbricht. Da müsste man über irgendwelche Brücken kommen. Ich mal kurz schnell an. Sieht so schön aus. Do you see that? Herrlich, oder? Wunderbar. Ja, und hier rechts geht es auch gleich zum Christkindlesmarkt. Der ist im vollen Gange die letzten Tage. Ich war noch kein einziges Mal, doch einmal war ich da. Einmal. Kurz mal am Tag. Mal 3 im Weckler geholt, vegane 3 Bratwurst im Weckler für schlappe 5 Euro. Schnäppchen. Hier schön Dekoration. Ja, Nürnberg ist schon schön. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Wer das mal vorhat, wird es nicht bereuen. Ganz viel zu sehen. So, weiter geht's. Jetzt geht's hoch hier im Burgberg. Da ist schon der Jan Ulrich hoch. Das war, glaube ich, zu der Zeit. 96, 95, 96, irgend sowas. So, Capo! Manometer! Geht schon los hier. Sieht überhaupt nichts. Erst haust du hoch mit dem Motor. Das ist unglaublich. Ja, jedenfalls der Jan Ulrich, so wie der ist, der auch hoch. Wahrscheinlich sogar noch schneller. Mit 8000 Watt. Ja, ich bin dann auch noch mal gefahren. War ja öfters hier Deutschland-Tour. Ist ja öfters mal in Nürnberg geendet. Und dann ging es hier auch immer hoch, volle Kanne. 400 Watt. Heute nicht. Heute nur die Hälfte.
Ah, bin jetzt schon wieder kaputt. War gestern wieder beim Plasmaspenden. Es zieht dann doch ein bisschen den Stecker am nächsten Tag. Ich halte mal kurz die Schnauze. Frankenberger, Fix und Foxy vom Burgberg. Schande über mich. Ja, hier schön beleuchtet. Wir müssen hier weiter. Entgegen den Scheinwerfern. Auch nicht so schön. So, da haben wir den Anstieg. Sind wir hier im Norden. Das ganze Ding hat, glaube ich, 5 Kilometer. Also nicht allzu viel. Hier wunderbar, oder? Postkartenformat. Da kann man auch rein in die Altstadt, kommen wir direkt zur Burg. Hat man einen schönen Ausblick dann. Aber unser Ausblick ist jetzt nicht so schön. Wir fahren nämlich hier weiter. Ich folge mal hier den Typ mit der Weste. Ja, ich habe auch wieder meine gelben Streifen an, aber wie man gerade gesehen hat, bringt nicht viel, wenn irgendwelche unachtsamen Rollerfahrer dir entgegenkommen. Und Gott weiß wohin schon, aber nicht auf dem Weg. Es ist ziemlich störend hier mit den Scheinwerfern, wenn die dir entgegenkommen, aber gut, es geht noch. Auf der Landstraße ist schlimmer, wenn da so ein Radweg irgendwie entlang der Landstraße geht, wo du genau gegen den Verkehr fährst. Das ist total beschissen. So, hier sind wir am Maxtor, glaube ich, heißt es, oder? Mit den ganzen Toren hier habe ich es nicht so. Ich glaube, vorne das, wo die Burg zu sehen war Tiergärtner-Tor. Das hier ist Maxtor, jawohl. Jawohl. Jetzt überall in die Altstadt rein, Kopfsteinpflaster. Ja, das war schon cool hier mit dem Altstadtrennen. Bist du hier entlang gedonnert. Da ging es dann wieder, da wurde es dann langsam abfällig. Da geht es jetzt dann den Berg runter zum Rathenauplatz. Den haben sie auch völlig neu gebaut. Die Baustelle ist jetzt auch weg, auch so eine Großbaustelle. Bin mal gespannt, aber für die Radfahrer wird sich da nicht viel getan haben. Nur für die Autofahrer. Aber wir gucken mal, ich war noch nicht da. Und da ging es dann, wie gesagt, Schuss runter Richtung Hauptbahnhof. Volles Karacho. So. Jetzt irgendwann mal grün. Jetzt. Er fährt auch einfach zu. Auch nicht schlecht. Es ist irre hier. So, er biegt links ab, wir fahren geradeaus. Weiter über die Pflastersteine.
Ich glaube, hier kommt irgendwo so ein Baum, der da so halb im Weg steht. Und fahr vorbei hier. Aber diese Verfolger kann ich überhaupt nicht leiden, wenn da einer hinter mir herfährt. Ja, hier wird es ziemlich eng. Gemeinsamer Fuß- und Radweg. Ja, und irgendwo hier, glaube ich, ist ein Baum im Weg, oder? Ich glaube da vorne, ja, da wo der Radfahrer jetzt kommt. Oh, sehr eng alles hier. Wenn da gerade Fußgänger sind, Radfahrer kommt dir entgegen. Ja, hier irgendwo, ja, hier. Aber da gibt es wohl Lösungen dafür, ohne dass man den Baum fällen muss. So, hier haben wir wenigstens eine Radbahn geteert, abgetrennt, gut ersichtlich. Ja, und hier ist der Rathenauplatz, den haben sie völlig neu gemacht. Aber was haben sie hier neu gemacht? Das sieht aus wie vorher. Markierungen, ich glaube die Schienen haben sie irgendwie leise gemacht oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß es, schreibt es in die Kommentare. Das ist doch mal eine Breite. Das ist doch gut hier. Da hat man wenigstens Platz für beide Richtungen. Laufer Tor. Laufer Schlagturm. Ich glaube, jetzt wird es auch noch mal kriminell hier unten. Da geht es ein bisschen so zickzack. Rechts, links. Mal schauen, ich fahre hier auch nicht so lang oder so oft. Achtung, sie schaut auch nicht. Oh, sie ist schon ziemlich frisch. Gut, dass wir heute bloß so eine kurze Runde machen. Länger würde ich es jetzt nicht aushalten wollen. Hier gab es auch mal einen Crash beim Altstadtrennen. Da ist ein Linienbus. Ja, sag mal, wo geht's denn hier lang? Wo muss ich denn lang? Wo geht's lang? Hier oder was? Mamma mia, tatsächlich. Oh, hier wieder so ein Liefertyp mit seinem Motor. Da ist ganz schön was los auf der Runde. Ja, was ich sagen wollte, da gab es einen Crash, da ist ein Linienbus auf die Strecke gefahren und der kam dann irgendwie nicht mehr raus aus dem Parcours, aus dem... Eieiei, was ist das denn hier? Und dann stand er da irgendwie so links am Rande der Strecke mit dem Heck in die Strecke rein und da sind einige hinten reingekracht. Ich habe sogar noch gehört, ich kam irgendwie vorbei und habe dann irgendwie das Carbon-Krachen gehört. Jetzt sind die da voll in den Linienbus reingekracht. Hat sich nicht schön angehört. So, das war jetzt hier diese Schikane. Das ist schon ein bisschen tricky. Diese Markierung war ja geil hier für beide Richtungen. Breite von 1 Meter, jeder hat einen halben Meter gehabt. Die triffst du gar nicht, die Spur. Grün. Ja, hier ist das Kino, Cinecittà. Ich weiß nicht, ob ich so weit drehen kann. Und die Bibliothek und die U-Bahn. So, jetzt kommen wir schon vor zum Grand Station. Oh, knapp verpasst.
Der Marienzwinger hier, Marientor. Ja, normalerweise Und grün. scheiß Bach. So, sie laufen auch auf dem Radweg, aber sie haben es gemerkt. Ja, der wunderschöne Hauptbahnhof da vorne. Und das Königstor zur Rechten. Das können wir uns mal kurz angucken. Sieht recht schön aus. Ja, da geht es in die Stadt rein. Das ist der Handwerkerhof hier drüben. Auch sehr schön. Da bin ich ja im letzten Video durch. Aber für uns geht es hier weiter, so schön das auch ist. Das Grand Hotel ist auch schön geschmückt. Ja, das sieht es wahrscheinlich nicht. Ja, und der Hauptbahnhof. Ja, hier ist auch nochmal eine Stelle, die nicht so schön ist, aber jetzt geht's. Wenn Sie hier alle rauskommen aus dem Handwerkerhof und hier rüber wollen zum Hauptbahnhof, ist das hier halt immer eine kritische Stelle. Aber jetzt geht's. Aber da stehen oft die Leute oder laufen einfach über den Weg. Radfahrer kommen. Ja, muss man gegenseitig auf sich Obacht geben. Jetzt sind wir schon wieder auf der Zielgeraden. Wortwörtlich, weil hier vorne am Opernhaus war auch das Ziel vom Altstadtrennen. Hier hat man nochmal Gas gegeben. Der Kampf um die hinteren Plätze. Dass man nochmal sich 3 Plätze vorgeschoben hat. Statt 502. dann 499. Ist auch nicht schön zum Fahren hier mit diesen komischen Platten da. Aber der Inan, der fährt voll in meiner Spur. Im letzten Moment hat er es gemerkt. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wo die Leute hinschauen. Jetzt auf der kurzen Runde 2 brisante Begegnungen. Ja, da drüben ist das Opernhaus übrigens, auch sehr schön. Ja, da würde ich vorschlagen, wir machen gleich noch ein Video. Ich fahre das ganze Ding in die andere Richtung auch mal. Mal schauen, was da so passiert. Könnt ihr euch das auch mal angucken. So wie bei dem Außenring. Haben wir ja auch beide Richtungen gemacht. So. Es ist immer mit Gefahren verbunden, wenn dir jemand entgegenkommt hier. Darum sage ich ja, man muss immer für die anderen mitdenken, weil die anderen denken ja nicht für dich mit. Nicht mal für sich selber. Ja, hier Tucherhof, oder? Tucherbräu. Ja, man sieht es nicht so richtig. Schönes Restaurant. Vorsicht. Ja, genau. So ist es. Ist hier so um den Mast rumgepinselt. Oh, geil. Ja, Hauptsache man hat irgendwas auf den Gehsteig gemalt, was irgendwie wie ein Radweg aussieht. Soll erfüllt. Was soll man mehr machen? Sie hat es auch noch nicht verstanden. Na gut, es waren Touris. Bei denen gibt es das nicht. Oh ja, hier schön das Christkind. Beleuchtung. Hier Färberstraße. Geht's rein ins Epizentrum. Krass, was um die Uhrzeit da noch los ist hier. Und Autos. Jeder hupt rum. Das ist eigentlich. Jawohl. Ja, das macht's nicht besser, ne? Ich verstehe es nicht. Da kann es noch so kalt sein, da fahre ich lieber mit dem Rad heim. Ich bin mir sicher, viele haben nur 3, 4, 5 Kilometer nach Hause. Aber naja, ist halt bequemer. Ne? Stellt man sich lieber stundenlang irgendwo rein, in den Stau, lässt sich anhupen, kommt nicht vorwärts, aber es ist ja schön warm.
Ja, nicht aus der Komfortzone. So. Jetzt sind wir hier schon wieder am Platter da vorne. Der Ausgangspunkt der Tour und gleichzeitig das Ziel. Schauen, ob sie den Verletzten jetzt schon weggeschafft haben. Man sieht nichts mehr. Jawohl. Ja, da war es das. Eine Runde rum. Nochmal schön Altstadtmauer. Sind wir wieder hier am Plaza de Carvalho. Und dann würde ich sagen, was das von dem Video. Gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Runde findet. Würdet ihr gerne fahren wollen? Das ist, glaube ich, die Radrunde Nummer 1. Was ist denn hier wieder? Jetzt war ich gerade im Weg gestanden. Meine Schuld. Hat der ein Motorproblem? Panne. Ja, wie gesagt, sagt mir mal eure Meinung dazu und wir sehen uns dann jetzt gleich bei der zweiten Runde in die andere Richtung. Mal schauen, wie es da wird. Ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao, ciao.